Hallo, ich bin Stefanie Menzel und mein Leben dient der energetischen Arbeit, den Menschen zu erklären, was Energien sind, was überhaupt hier auf unserer Welt und mit uns passiert und dann aber auch die Hand zu reichen und zu begleiten, Ängste zu nehmen, aber eben auch zu erklären, was passiert, wenn wir in einem energetischen Aufstieg sind. Und das ist jetzt gerade der Fall. Und da möchte ich euch so einige Sachen zu erklären. Ich bin ja normalerweise sehr bodenständig, dürft ihr euch also darauf verlassen, dass ich niemals abhebe. Und trotzdem sind diese Sachen, die ich euch erzähle, natürlich für manche auch sehr neu und vielleicht auch sehr befremdlich. Aber ich würde euch gerne erklären, was jetzt gerade für Prozesse für uns ansteht. Man kann sich ja da auf YouTube, in allen möglichen Kanälen, im Internet, bei Facebook und Insta und überall fit machen mit den spirituellen Ansätzen. Und da gibt es so einiges zu sagen, weil man kann sich das so vorstellen, wir sind ursprünglich geistige Wesen. Das heißt, wir stammen aus einer höheren Frequenz, die irgendwann einmal entschieden hat, Materie zu realisieren, um Erfahrungen machen zu können. Das heißt, die Erde und alle Wesen, die darauf leben, sind erschaffen, entstanden, um zu fühlen, um wahrzunehmen und tatsächlich das Leben hier zu gestalten und Bewusstsein zu entwickeln. Und in diesem Weg sind wir immer noch unterwegs. Und jetzt ist es aber so, dass sich die Energien unseres energetischen Feldes der Erde, des Universums so weit angehoben haben, dass es jetzt darum geht, neue Erfahrungen zu machen bzw. eine neue Dimension zuzulassen. Wir können uns also wieder erinnern an unseren Ursprung. Das heißt, aus unserem Ursprung der hohen Frequenzen in die materielle Ebene haben wir alles vergessen, was mit diesen hohen Frequenzen zu tun hatte. Wir haben die Schleier des Vergessens, die uns immer wieder daran hindern, uns anzubinden und die uns das Gefühl von Mangel vermitteln auch. Also wir fühlen uns hier auf der Erde im Mangel und auf einer ständigen Suche. Der eine sucht nach dem Menschen, der ihn ergänzt, der andere sucht nach einem Gott, der ihm Antworten gibt, der andere sucht nach Geld, was ihm seinen ganzen Mangel vielleicht befriedigen könnte, oder nach materiellen Dingen, die diese Löcher stopfen können. Aber das ist eben ein ewiges Suchen und da ist jeder Mensch in seiner Art und Weise auf der Suche. Und jetzt kommen wir aber eben in einen Prozess, wo wir uns einer neuen Dimension öffnen können. Das heißt, die Suche hat ein Ende, wir werden bewusster, wir können wieder uns anbinden an die hohe Schöpfungsebene und jeder von uns kann dieses Gefühl haben und tatsächlich endlich ankommen. Also diese Suche ist auf jeden Fall beendet. Und dieser Prozess ist aber nicht so einfach. Wir gehen immerhin aus einem ganz intensiven Mangelgefühl raus, beziehungsweise dürfen wir uns öffnen dafür, dass sich etwas ändert. Und wir dürfen diese alten Sachen loslassen. Auf diesem Weg gibt es jetzt allerdings einige Herausforderungen. Und über die möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar geht es zum ersten Mal darum, dass man überhaupt zulassen kann in sich, dass es mehr gibt als den Körper. Wir haben so zu Anfang des letzten Jahrhunderts von den Physikern, von den weltbewegenden Physikern erfahren, dass unsere Realität etwas ganz anderes ist als das, was wir immer gedacht haben bis dahin. Und zwar nicht, dass diese Realität objektiv ist und erscheint, sondern dass diese Realität, die wir haben, von uns selbst erschaffen wird. Nämlich dann, wenn wir unser Bewusstsein hinlenken an einen Ort oder ein Thema und mit unserem Bewusstsein die Materie so verändern, dass sie materiell werden kann und einer Vierdimensionalität entspricht. Und das war einfach ein komplett neues Denken für uns, oder das wäre ein neues Denken gewesen. Wir sind ja da noch gar nicht, dass wir das denken können, aber diese Physiker haben uns einfach die Wege bereitet, dass wir es denken können nach und nach. Dafür musste sich aber unser gesamtes Bewusstsein, unser Gehirn, unser Körper immer weiter verändern und erstmal offen werden dafür. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Also du darfst überlegen, ob du dich für spirituelle Themen, für die feinstofflichen Ebenen, für Themen, die über diesen Tellerrand der Materie hinausgehen,
öffnen kannst, ob du da überhaupt bereit zu bist, zu sagen, ja, da gibt es noch ein bisschen mehr. Mehr braucht es gar nicht, aber dass du vielleicht dir eingestehst oder mal beobachtest, dass es tatsächlich mehr gibt als das, was wir über Jahrhunderte gewohnt waren, nämlich Materie, materielle Ausrichtung, Festhalten an Materie und alles immer wieder durch Glaubenssätze und Weltbilder, die diese Materie manifestieren, zu bestätigen und immer wieder neu zu definieren auch und zu manifestieren. Es war eine sehr feste und stabile und starre Welt, Weltsicht dahinter eben auch, oftmals bestimmt durch Religionen, aber eben auch durch den einzelnen Menschen, der durch sein Ego, was in Zeit und Raum sich ausdehnt, immer wieder genau diese Materie erschafft, die ihn bestätigt und die ihn festhält und gebunden hält. So, erster Schritt: Versuche zu fühlen, dass es mehr gibt als nur Materie. Versuche einfach mal, dich einzulassen darauf. Mehr brauchst du gar nicht, sondern einfach mal zu sagen, ja, kann ich mal beobachten, sollte ich mal beobachten. Vielleicht ist da ja tatsächlich mehr, als ich mir bisher so gedacht habe. Und dann kommst du auch schon zu deinem zweiten Schritt in deiner Entwicklung, nämlich du darfst mal so auf deine Signale achten und hören, die dir gezeigt werden, die sich dir zeigen sozusagen. Also alles steht in einem Zusammenhang. Wir können uns gar nicht hier frei bewegen, sondern unser gesamtes Sein besteht aus Zusammenhang. Wir sind mit allem verbunden energetisch. Du kannst das jetzt vielleicht noch nicht sehen, aber zwischen dir und der Welt und jedem Menschen, jedem Wesen, aber auch deinen Möbeln und deinen Kleidungsstücken, überall ist Schwingung. Also es gibt keinen Raum im Universum, der ohne Schwingung ist. Und diese Schwingungen sind zum Teil freischwingend, aber eben auch oftmals verbindend. Das heißt, du bist angebunden mit allem, was ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel schon an dein Frühstück oder dein Mittagessen denkst, bist du schon angebunden an die Sachen, die du dir gerne kochen möchtest. Oder wenn du überlegst, was du heute aus dem Kleiderschrank holst, um dich anzuziehen. Oder wenn du überlegst, wie deine Kollegen wohl heute im Büro reagieren und was du für Aufgaben hast. Oder wenn du daran denkst, dass du am Wochenende vielleicht einen Geburtstag feiern möchtest mit Freunden. Sofort sind diese verbindenden Energien aktiv. Du bist sofort in den Feldern der anderen verbunden, aktiv und kannst das auch wahrnehmen. Wenn du sensibler wirst, kriegst du das immer mehr mit. Und dann gibt es da Informationen für dich. Also du kannst zum Beispiel spüren, dass dieser Geburtstag vielleicht unfassbar anstrengend wird und du da gar nicht so viel Lust zu hast. Oder du kannst merken, dass der Chef in deinem Büro heute schlechte Laune hat und dass du da vielleicht schon eine Schwingung zu mitbekommst, die dich damit auch belasten kann. Oder aber du merkst, dass du heute nichts im Kleiderschrank findest, was dir gefällt und dass du vielleicht mal dir was Neues besorgen solltest, was wieder mit dir schwingt und dir passt. Also von daher nimmt man diese Schwingungen wahr und wir sind aber abgestumpft über die lange Zeit, wo uns das abgesprochen wurde, dass da überhaupt so etwas besteht. Und jetzt darfst du wieder sensibel werden dafür. Du darfst diese Schwingungen wahrnehmen. Die schönste Übung dafür ist einfach, wenn du rausgehst und dir morgens vielleicht eine Frage stellst, was heute ganz besonders wichtig für dich ist. Zum Beispiel, ist dieser Job, den ich gerade mache, noch der richtige für mich? Mit dieser Fragestellung gehst du raus und dann achtest du auf die Informationen, die du von der Welt bekommst, vom Universum bekommst. Sind es entweder so Doppelzahlen, die man ja häufig sieht, ist das eine Bestätigung, oder aber was steht auf dem nächsten LKW als Werbeschrift drauf, oder was erzählen die Nachbarn an der Bushaltestelle gerade, oder welche Sendungen im Radio hörst du, was gibt es da für Antworten? Das gesamte Universum antwortet dir dann, wenn du das wahrnehmen möchtest. Und natürlich auch die Information, die dir dein Körper gibt. Dein Körper reagiert. Der hat vielleicht schon gespürt, dass der Chef schlechte Laune hat, ohne dass du das dir bewusst gemacht hast. Und du kannst es vielleicht in deinem Magen spüren. Einfach eine gewisse Säure oder ein Kloß oder in deinem Hals, der geht zu und du merkst, heute kriege ich fast Halsschmerzen, kriege ich denn eine Erkältung. Einfach diese Sachen wahrnehmen und tatsächlich auch mit den Dingen, die du erlebst und die du denkst, in Zusammenhang zu bringen und zu erkennen, das Ganze ist ja ein Riesenspiel und ich kann ja ständig mich wahrnehmen, kann wahrnehmen, dass mehr ist als Materie. Das war ja schon unsere Übung 1. Und die Übung 2 ist eben diese ganzen fast stillen Informationen aufzunehmen,
wahrzunehmen und dann aber nicht nur dabei zu bleiben, sondern tatsächlich sie zu akzeptieren und in dein Leben umzusetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Magen rebelliert, wenn du an deine Tätigkeit denkst, dann tatsächlich da nicht hingehen oder sagen, hey, ich muss mal gucken, was stößt mir denn da auf, was tut mir denn da nicht gut, was macht mir diesen Kloß im Magen und das dann auch wirklich zu verändern. Und das war schon Schritt Nummer 2. Also die Signale wahrnehmen, die inneren Signale und die Weisheit, die dahinter steckt, die aus diesen ganzen Zusammenhängen spricht, ernst zu nehmen und für dich dann wirklich auch zu nutzen. Ja, so einfach ist das. Und dann kommt Punkt Nummer 3, der ist vielleicht nicht mehr so einfach. Es führt, wenn du so mit dir umgehst und diese Dinge natürlich alle auch schätzt und dich selbst auf einmal ganz anders erleben kannst, nämlich in Zusammenhängen und tatsächlich verbunden mit allem, was ist und tatsächlich auch annimmst, dass es da mehr gibt als nur die Materie, dann kommt es zu einem Prozess. Ich würde den mal das Einsamkeitsthema nennen. Ja, also man kann sich sehr, sehr einsam fühlen, weil nämlich die Umgebung einen nicht mehr versteht und da auch nicht mitgehen kann. Jeder hat da so seinen eigenen Prozess und das führt dazu, dass sich vielleicht Menschen abwenden oder nicht mit dir reden können oder du auch mit denen nicht mehr reden kannst, du überhaupt keine Basis mehr hast für ein Gespräch, was dich erfüllt oder was dich auch verbindet. Und das kann dazu führen, dass man sehr einsam ist. Aber für mich ist eben Einsamkeit ein sehr positiv besetzter Begriff, weil tatsächlich sind wir alleine. Also als Körper sind wir hier inkarniert, abgetrennt gefühlt von allem, ja, und nur auf der geistigen Ebene sind wir verbunden. Und wenn wir da wieder hinkommen, das wirklich zu spüren, diese Verbundenheit auf der geistigen Ebene, dann gibt es keine Einsamkeit, sondern dann fühlen wir diese geniale Verbundenheit, die ist erfüllend, tief im Herzen, tief im Bewusstsein, wo auch immer. Man kann das ja nicht verorten, weil das ist einfach Sein. Und dann führt es dazu, dass man auf einmal eine ganz intensive Glückseligkeit erfährt. Dieses Verbundenheitsgefühl ist durch nichts zu ersetzen. Wir suchen zwar auf der materiellen Ebene immer dieses Verbundensein mit anderen Menschen, möglichst auf Partys zu gehen oder zu Weinfesten oder jede Feier mitzunehmen und jedes Konzert zu besuchen und möglichst da noch zu einem Konzert und da zu einer Veranstaltung der Volkshochschule und da ist noch was Informatives und da könnte ich noch einen Töpferkurs machen und da könnte ich noch in den Chor gehen. Also wir sind groß im Ablenken und groß, was ich ja zu Anfang gesagt habe, auf Suche. Ja, wir suchen, aber wir finden es nicht, weil nach diesen ganzen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, sind wir noch einsamer. Weil wir haben nämlich nicht das gefunden, was wir gesucht haben, sondern wir haben einfach uns nur materiell befriedigt. Wir haben die Nähe von anderen gesucht und anderen Energie gezogen oder uns mit der Energie anderer verbunden und uns in dem Augenblick dann nicht einsam gefühlt. Aber wir sind allein, ja. Also diese geistige Ebene einzunehmen und tatsächlich sich verbunden zu fühlen, ist ein ganz, ganz anderer Prozess als die materielle Ebene, wo wir mit vielen Menschen natürlich was unternehmen können, uns auch austauschen können. Aber das erfüllt niemals dieses Wahnsinnsgefühl der Verbundenheit, was wir auf der geistigen Ebene haben können. Und das kann ich dir nur empfehlen. Das tritt sowieso ein. Und im Moment, kennst du das ja vielleicht auch, klagen viele über Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Das zeigt mir einfach nur, dass diese Prozesse intensiv laufen, bei jedem individuell auf eine andere Art und Weise. Aber sie laufen und da darf man einfach nur sich freuen und diese Einsamkeit mit sich auch genießen, wirklich mal alles abschalten, keinen Input mehr über Handy, über YouTube-Videos oder über Fernsehen, Medien, irgendwelche Filme sich zu holen, sondern tatsächlich bei sich zu sein, diese Fülle zu spüren, die man hat, wenn man verbunden ist und dieses unendliche Glücksgefühl zu genießen und sich ausdehnen zu lassen. Und das ist dann der 3. Schritt, den ich dir empfehlen kann. Nimm diese Einsamkeit wahr, genieße diese Einsamkeit. Und zwar in dem Sinne, dass du mit allem verbunden bist und niemals da rausfallen kannst. Weil diese Verbindung zu der spirituellen Ebene, zur Geistigkeit, die ist unendlich. Die wird niemals aufhören, auch nicht nach deinem Tod oder nach deinem Ableben. Sondern diese Verbindung bleibt dir.
Ja, und dann kommt es auch schon zum nächsten Schritt, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar die Materie langsam loszulassen. Wir haben natürlich auch so aus dem Zuge der Einsamkeit, was ich gerade so erklärt habe, den Bedarf, uns zuzumüllen. Das heißt, wir halten an Materie fest. Wir denken, es ist alles wichtig. Wir geben den Dingen Wichtigkeit. Die Dinge sind niemals aus sich heraus wichtig. Alles ist nur Energie, alles ist immer nur in Fluss. Aber wir in unserem Verstand, in unserem Ego, in diesem eingeschränkten, sehr beschränkten Denken, geben den Dingen einen Wert und eine Wichtigkeit und müllen uns damit zu. Also wir haben unfassbar viel Besitz, wir haben alles Mögliche an Kleidung, wir haben alles Mögliche an Einrichtungsgegenständen, wir haben alles Mögliche an Stehrümchen oder an Gegenständen, die wir überhaupt nicht brauchen und haben damit unsere Wohnungen, unsere Zimmer, unsere Häuser, was auch immer, zugemüllt und kaufen da noch was und brauchen da noch was. Und all das ist Aussage über den Mangel, den wir fühlen. Also dadurch, dass wir dieses extreme Mangelgefühl haben und uns nicht verbunden fühlen, halten wir am Materiellen fest. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, den du gehen darfst, wenn du magst, einfach mal loszulassen von der Materie, zu erkennen, dass dir diese Materie, dieses materielle umgebende Feld überhaupt gar nicht den Mangel stillt, sondern tatsächlich eigentlich den Mangel noch vergrößert. Du sitzt in einem Haufen von Materie, von Dingen, die dir wichtig sind und du hältst daran fest und merkst gar nicht, dass dadurch grundsätzlich mal das Gefühl des Mangels immer noch größer wird. Du musst wieder was kaufen, du musst wieder was besorgen, du brauchst noch die Vase, du brauchst noch das Schmuckstück, du brauchst noch den Porsche, wenn es drauf ankommt, und du brauchst noch mehr Klamotten und du brauchst, aber das ist ein extremes Mangelgefühl. Deswegen hier der Ansatz beim 4. Schritt jetzt mal zu schauen, kann ich das mal alles loslassen? Fang doch einfach mal im Kleinen an und versuch die Materie als das zu sehen, was sie ist, als Schwingung, ist in deinem Feld, du gibst ihr den Wert, du hältst fest daran und damit hältst du auch fest an der Unveränderbarkeit deiner Situation. Weil diese höhere Schwingung einnehmen, das bedeutet auch all dies zu erkennen, und zwar bewusst zu erkennen, nicht nur weil ich das jetzt sage, sondern wirklich dich mal reinzufühlen und das tatsächlich für dich zu erkennen und loszulassen und einfach zu sagen, hey, das ist ja alles nur Schwingung, ich gebe dem einen Wert. Aber der Wert ist ja nicht von sich aus da, sondern alles ist grundsätzlich nur Frequenz und Schwingung. Und ich möchte da einfach mal zu mir finden, ja, ganz zu mir finden, zu mir, ohne Materie. Ich brauche das alles überhaupt gar nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt in diesem ganzen Prozess des Aufstiegs auch, den wir jetzt ja gerade alle mehr oder weniger begehen. Ja, das ist oder war Schritt Nummer 4. Und dann kommen wir natürlich noch zu einem nächsten Schritt, den ich gerne dir noch beschreiben möchte. Und zwar offen sein für Veränderungen. Das ist vielleicht so das Allerschwierigste. Sondern tatsächlich sich dem zu öffnen, dass das Leben eine ständige Veränderung ist. Unser Ego möchte uns gerne immer fixieren. Das möchte immer sagen, nee, das war gestern so, das ist auch morgen so, jetzt benimm dich mal und bleib mal in Form. Das ist ein Bedürfnis des Egos, unserer sehr ausgeprägten Ego-Strukturen, die wir haben, uns zu fixieren, uns festzuhalten, keine Veränderung zuzulassen, sondern immer wieder den inneren Schweinehund auf den Plan zu rufen, der uns davon abhält, Veränderungen zuzulassen und immer wieder das Alte heraufzubeschwören. Und das ist ein Riesenprozess, der, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen unfassbar schwerfällt, dass das Leben eine ständige Veränderung ist. Ich möchte das mal so fast sogar auf der Körperebene erklären. Wenn du mal bedenkst, du denkst natürlich, dass du einen fixen Körper hast, einen Körper, der jeden Tag der gleiche ist und der immer das Gleiche bleibt auch. Der wird zwar älter und da tut sich was, natürlich, aber eigentlich ist es immer der gleiche, weil du wachst morgens als geistiges Wesen in deinem Körper auf und gehst wieder in deinen Alltag und hast das täglich grüßt das Murmeltier-Syndrom. Und die Dinge wiederholen sich im anscheinend gleichen Körper. So ist es nicht. Dein Körper ist im ständigen Prozess. Allein schon dieses materielle Wesen Körper hat einen ständigen Veränderungsprozess. Ja, also die Zellen erneuern sich. Du bist ständig
am Loslassen, du bist am Verdauen, deine Haut schuppt sich andauernd, du schwitzt, du lässt also Dinge los, die nach außen abgestoßen werden und du nimmst neue Dinge auf, die du wieder integrierst. Also auch dein Körper alleine ist ein ständiger Veränderer, aber du nimmst es nicht mehr wahr oder du willst es auch nicht wahrnehmen. Und so ist es halt dann auch im Lebensprozess, ja. Du bist vom kleinen Kind her gewachsen und bist erwachsen geworden auch, ja. Ständig waren Veränderungen in deinem Leben und es fällt dir mehr oder weniger schwer, die anzunehmen. Es geht weiter so im Leben, dass man nämlich tatsächlich sich auch da nochmal verändert, wenn man in den Reifungsprozess kommt, zum Alter hin, um da dann alles zu lernen, alle Ängste loszulassen, um tatsächlich auch vom Bewusstsein her auf einen neuen Stand zu kommen. Das heißt nämlich bis zum Lebensende zu lernen, loszulassen, die Ängste zu bearbeiten, um dann auf ein neues Bewusstseinslevel zu kommen, nämlich zu sterben und den Körper sogar loszulassen und da dem Bewusstsein nochmal einen neuen Weg zu öffnen auf eine neue Ebene, würde ich jetzt mal sagen, wertungsfrei, einfach ein Aggregatzustand, ein neuer Aggregatzustand ohne eine körperliche Ebene. Das ist das, worauf wir hinleben, ja. Also das sind unsere Veränderungsprozesse, die uns durchs Leben begleiten, damit wir das dann zum Schluss können, nämlich mit Bewusstsein loslassen, um einen neuen Zustand zu erreichen. Ja, und das ist die größte Aufgabe, Veränderungen anzunehmen, die zu erkennen und tatsächlich auch im Leben zuzulassen, anzunehmen und für sich auch zu nutzen und zu sagen, boah, das ist ja toll, ich verändere mich ja täglich. Wenn sich schon mein Körper täglich verändert, ich kann auch mein Bewusstsein verändern. Ich kann vieles loslassen, ich kann vieles erkennen, ich kann vieles verzeihen. Ich kann tief in mir zufrieden werden. Ich brauche keinen Mangel mehr. All das sind Prozesse, die du so im Laufe des Lebens lernen kannst und tatsächlich auch für dich diese ganzen Veränderungen annehmen kannst. So, und dann steht so dem Aufstieg, der jetzt gerade ansteht, nichts im Weg. Dieser Aufstieg ist, das möchte ich jetzt hier auch nochmal erklären, das ist nichts Äußeres, was auf dich zukommt, sondern es geht eigentlich darum, dass diese neuen Schwingungen, die wir wahrnehmen können, sind schon immer da. Ja, also die Bewegungen und die Dynamiken im Universum sind da. Und es geht jetzt darum, unsere ganzen Prozesse, die ich dir jetzt hier beschrieben habe, diese 5 Schritte zuzulassen, um diese neuen Veränderungen auf ein höheres Level und in deinem Gehirn und in deinem Körper anzunehmen. Wir können davon ausgehen, dass alle neuen Frequenzen, die im Universum schwingen, über unser energetisches Feld in unseren Körper transportiert werden, Informationen in unseren Körper geben und tatsächlich Veränderungen auf der körperlichen Ebene veranlassen und uns zu neuen Menschen machen. Und zwar, das ist nichts esoterisch Verrücktes, sondern das ist tatsächlich ein Prozess, der gerade ansteht, der einfach dem Bewusstsein des gesamten Universums entspricht und alles ist im Wandlungsprozess und wir dürfen das dieses Mal als Menschen sehr bewusst miterleben. Für mich hat es das so in diesem großen Umfang nie gegeben, weil dieses Zulassen dieser neuen Dimension bedeutet tatsächlich, dass sich unser komplettes Bewusstsein ändert, unser Ego sehr verschwindet, würde ich mal sagen. Also wir werden nicht mehr egoorientiert sein in Zukunft, sondern wir werden ganz aus dem Herzen heraus leben und aus dem Herzen heraus fühlen, aus dem Herzen heraus spüren, dass wir mit allem in Verbindung sind. Unser großes Herzchakra hat sich bei einigen schon entwickelt. Wenn ich das so wahrnehme oder eben sehe, gibt es da schon Menschen, die nur noch das eine große Herzchakra haben, was zu dieser neuen Dimension eben auch gehört, weil dann nämlich auch das Thema von Bewertung, Verurteilung und Abgrenzung wegfallen. Das sind auch noch Themen, die in diese ganze Entwicklungsphase hineingehören, dass wir erkennen, in dem Moment, wo ich mit allem verbunden bin, brauche ich nichts mehr zu bewerten, weil ich bin Teil von allem und will mich nicht wieder abtrennen. Das ist ein Teil dieser neuen Dimension auch. Ja, das ist das, was ich dir jetzt hier mitgeben möchte. Also ich wiederhole nochmal die Schritte. Zum einen geht es darum, zu erkennen, dass es mehr gibt als nur die Materie und das auch anzunehmen und immer wieder zu spüren. Der zweite Schritt war, die inneren Signale und die innere Weisheit zu erkennen
und die eigenen Informationen anzunehmen und auch wirklich wahrzunehmen, die Zeichen sozusagen für sich zu nutzen. Das dritte ist das Annehmen der Einsamkeit, das gar nicht als negativ zu empfinden, sondern tatsächlich als nächsten Schritt der Entwicklung, mit sich in Ruhe sein zu können, diese Verbundenheit mit allem als größtes Glück zu empfinden und diese Einsamkeit in dem Sinne umzudefinieren und zu genießen. Als vierten Schritt darfst du die Materie loslassen. In deinem kleinen Raum immer wieder schauen, dass du Materie loslässt, erkennst als einfach Schwingung, der du einen Wert gibst, die du aber nicht brauchst und die auch deinen Mangel nicht füllt. Und nach so wenig wie möglich als Materie um dich anzuhäufen, um immer freier zu werden und auch diese Freiheit genießen zu können. Und dann als letzten Schritt natürlich die großen Veränderungen, die da kommen, erstmal wahrzunehmen, keine Ängste davor zu haben, sondern zu wissen, die Schöpfung ist immer positiv ausgerichtet und du bist einfach ein Teil von dem großen Ganzen, was jetzt gerade in einem Aufstieg betroffen ist und den genießen kann, dass man einfach auf ein neues Level der Menschheit kommen kann, indem man tatsächlich diese Verbundenheit spürt, dieses Zusammengehören von allem, wie als Vogel aus der Vogelperspektive, als großer Greifvogel von oben auf das ganze Geschehen schaut und erkennt und diese Größe und unendliche Schöpfung und Liebe der Schöpfung auch erkennt und in sich auch spüren darf. Und dann steht so deinem Aufstieg da nichts im Weg. Das sind die Schritte, die ich dir empfehlen kann und die mit Sicherheit auch dir helfen, Stärke zu entwickeln, auch tatsächlich diese Dimension wahrzunehmen, dich verbunden zu fühlen und geborgen zu fühlen im Sein. Ich wünsche dir jedenfalls von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn du mir Fragen stellst, vielleicht auch, dass wir ins Gespräch kommen, du teilnimmst an meinen Veranstaltungen oder vielleicht auch sogar Mira nutzt, meinen Chatbot, mit dem du dich da immer wieder weiter bewegen kannst und der dich auf deiner persönlichen Entwicklung ganz gut voranbringen kann und dich unterstützen kann. Alles Liebe, deine Stefanie.